Während die Welt auf Elektroautos zusteuert, baut Honda im Stillen etwas, womit niemand gerechnet hat, einen Motor, der weder Benzin noch eine Aufladung benötigt und vielleicht sogar die Leistung von Elektroautos übertrifft. Es handelt sich nicht um einen Prototyp, er ist echt. Und zwar in Form eines wasserstoffbetriebenen CR-V, der genau zu dem Zeitpunkt auf den Markt kommt, an dem die Welt das Potenzial von Wasserstoff zu erkennen beginnt. Selbst China, der größte EV-Unterstützer, und Elon Musk haben das nicht kommen sehen. Honda sagt, dies sei eine komplette Revolution. Und wenn sie recht haben, könnte dies alles verändern, was wir über die Zukunft des Automobils zu wissen glaubten. Schmierer, Grit und Träume. Bevor wir uns ansehen, wie Honda die Welt der Elektrofahrzeuge auf den Kopf gestellt hat, sollten wir zurückspulen und den Mann kennenlernen, mit dem alles begann, Soichiro Honda. Keine Anzüge, keine Vorstandsetagen, nur fettverschmierte Hände und wilder Ehrgeiz. Soichiro wurde 1906 geboren und wuchs in einer Schmiede auf. Er war umgeben von Werkzeugen, reparierte Fahrräder und verliebte sich in Motoren, bevor er überhaupt fahren konnte. Er begann nicht mit einem Superauto oder einem schicken Motorrad. Sein erster großer Schritt war die Herstellung von Kolbenringen, winzige Motorenteile, an die die meisten Menschen nicht denken. 1937 gründete er Tokai Seiki, um Toyota zu beliefern. Doch dann brach der Zweite Weltkrieg aus. Seine Fabrik wurde bombardiert. Und alles, was er gebaut hatte, wurde in Schutt und Asche gelegt. Die meisten Leute hätten gekündigt. Soichiro tat es nicht. Das Benzin war knapp. Japan hatte zu kämpfen. Also wurde er kreativ und baute alte Militärgeneratormotoren in Fahrräder ein. Das Ergebnis? Das erste Honda-Motorrad, das 1946 gebaut wurde. Es war rau, rauflustig und genial. Im Jahr 1948 wurde die Honda Motor Company gegründet. Und aus diesem bescheidenen, mit einem Motor ausgestatteten Motorrad wurde eine Revolution. Schon bald gewannen Honda-Motorräder Rennen, stellten Rekorde auf und bewiesen, dass Japan es mit der Welt aufnehmen konnte. Dann kamen die Autos, keine klobigen Maschinen, sondern sanfte, aufregende Fahrten mit Motoren, die schnurrten und brüllten. Einen Honda zu fahren war nicht nur ein Transportmittel, es war Freude auf Rädern. Und Honda hörte nicht auf. Sie vergrößerten sich und wurden global. Motorräder, Limousinen, Supersportwagen, Privatjets, sogar die Formel 1. Heute baut Honda mehr Motoren als jedes andere Unternehmen der Welt. Vom Sohn eines Dorfschmieds zu einem der größten Namen in der Automobilwelt. Das ist das Vermächtnis von Honda. Heute verkauft das Unternehmen über 4 Millionen Autos pro Jahr und ist damit der 7. größte Automobilhersteller weltweit. Aber es geht nicht nur um Größe, sondern auch um Intelligenz. Honda-Autos sind dafür bekannt, dass die grundsolide, zuverlässig, effizient und erstaunlich clever sind. Sehen Sie sich nur den Honda Accord an, eine Familienlimousine, die sich wie ein Traum fährt und ewig hält. Es ist die Art von Auto, die man einmal kauft und dann ein Jahrzehnt lang behält. Er ist so etwas wie der Rockstar unter den Autos. Jeder weiß, dass er einer der Besten ist. Allein in der ersten Jahreshälfte 2017 hat Honda über 161.000 Accords verkauft. Das ist kein Zufall. Die Leute kaufen Hondas, weil sie die Art von Autos sind, auf die man sich verlassen kann. Ganz gleich, ob es sich um ihre allererste Fahrt oder das 5. Auto handelt, das sie in ihrer Einfahrt geparkt haben. Aber Honda baut nicht nur Autos, die nicht aufgeben. Sie blicken immer in die Zukunft und sind dem Spiel immer einen Schritt voraus. In den 1970er Jahren entwickelte das Unternehmen den CVCC-Motor, der sich auf dem amerikanischen Markt durchsetzte und den Markt völlig veränderte. Die strengen Emissionsvorschriften der USA. Dann gibt es noch das VTEC-System, das kleine Motoren wie die großen aufheulen lässt. Wasserstoff, der kühne Umschwung. Bei Honda ging es schon immer darum, Grenzen zu überschreiten. Das Unternehmen war auch eines der ersten, das in den USA Hybridautos auf den Markt brachte. Und bewiesen damit, dass umweltfreundlich immer noch aufregend sein kann. Und jetzt haben sie etwas Neues in petto. Es ist kein Hybrid, es ist nicht einmal vollelektrisch. Es ist etwas völlig Neues. Honda glaubt, dass die Motoren noch nicht am Ende sind. Sie brauchen nur eine kleine Evolution, damit die guten Zeiten weitergehen. Honda hat eine wilde neue Idee. Und sie hat einen Namen. Wasserstoff. Joel, Wasserstoff. Honda ist bereits ein Meister im Bau großartiger Motoren.
Warum sich also mit etwas wie Wasserstoff herumschlagen? Warum nicht einfach auf den Elektrofahrzeugzug aufspringen, der die Welt erobert? Und wie könnte ein kühner Schachzug von Hondas Big Boss das ganze EV-Spiel auf den Kopf stellen? Weil es auf ein Wort hinausläuft: Wasserstoff. Und es könnte genau die überraschende Wendung sein, die niemand erwartet hat. Elektroautos klangen früher wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Kein Benzin, kein röhrender Motor. Einfach einstecken und losfahren. Verrückt, oder? Aber jetzt sind sie überall. Teslas sausen mit riesigen Touchscreens über die Autobahnen und man kann sie aufladen, während man sich einen Kaffee holt. Die elektrische Zukunft hat sich nicht einfach so eingeschlichen. Sie schlug ein wie ein Blitzschlag. Die Regierungen sprangen in großem Stil ein. Sie begannen, Steuererleichterungen, Geldprämien und alle möglichen Vergünstigungen zu gewähren, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Spritfresser loszuwerden. Einige Länder sagten sogar: Hey, in 10 oder 15 Jahren sind Benzin- und Dieselautos erledigt. Verboten. Der weltweite Kampf gegen den Klimawandel hat den Elektroautos großen Auftrieb gegeben. Plötzlich war es nicht mehr nur trendy, elektrisch zu fahren. Es war die neue Normalität, die alle anstrebten. Und Elektroautos haben sich weiterentwickelt. Die Batterien halten länger, das Aufladen geht schneller. Und als die Leute aufhörten, über die Idee eines leisen Autos zu kichern, standen sie Schlange, um eines zu ergattern. Jeder Autokonzern, ob Ford, Hyundai oder andere, bringt jetzt Elektroautos auf den Markt, als wären sie das neueste Must-Have. Elektrofahrzeuge werden oft als glänzender, lautloser Schritt in eine umweltfreundlichere Zukunft gefeiert. Aber es gibt auch eine Kehrseite, die nicht genug Beachtung findet. Schauen wir uns das mal genauer an. Erstens, Batterien halten nicht ewig. Es sind große Sparage-Dinger, die mit seltenen Materialien wie Kobalt und Lithium gefüllt sind, die nicht gerade leicht zu finden sind. Ihr Abbau kann den Planeten zerstören. Man denke nur an zerstörte Landschaften und verschmutztes Wasser. Und wenn die Batterien schließlich ihren Geist aufgeben, ist ihre Entsorgung ein Problem, das wir noch nicht ganz gelöst haben. Und dann ist da noch das Aufladen. Es ist nicht so, als würde man einen Benzintank in 5 Minuten auftanken. Es kann Stunden dauern, vor allem, wenn man irgendwo ohne Schnellladegerät festsitzt. Und selbst wenn sie aufgeladen sind, bleibt die quälende Frage: Schaffe ich es nach Hause? Dieser Stress lässt nicht nach, vor allem auf langen Fahrten, bei denen Ladestationen rar gesät sind. Das Geld ist ein weiterer Haken. Die Anschaffung von Elektrofahrzeugen ist nicht billig, selbst mit staatlicher Unterstützung. Und auch wenn es sich heute noch erschwinglich anfühlt, stellen Sie sich vor, alle würden es auf einmal tun. Die Stromrechnungen könnten schnell steigen. Oberflächlich betrachtet sehen E-Fahrzeuge also wie eine Traumlösung aus. Aber wenn Sie etwas tiefer graben, werden Sie die Risse entdecken. Es geht nicht nur darum, Gas gegen Strom zu tauschen. Es geht darum, eine Lösung zu finden, die wirklich sauber ist und für alle funktioniert, ohne dass man das Problem auf die lange Bank schiebt. Nicht Strom, nicht Gas, etwas Besseres. Während alle anderen auf den Elektroautozug aufspringen, tritt Honda auf die Bremse und macht einen Umweg. Sie umgehen die langen Wartezeiten beim Aufladen, den Batteriemüll und die Jagd nach seltenen Metallen aus fernen Ländern. Was ist also ihr Plan? Es ist kein Elektroauto. Es ist auch nicht der übliche Spritfresser. Es ist ein cleverer Mittelweg, der mit Wasserstoff, dem leichtesten Stoff im Universum, betrieben wird. Wenn Sie ihn benutzen, erhalten Sie nur Wasser, kein Smog, kein Dreck, nur E2. Honda setzt darauf, dass Wasserstoff den Weg für saubere Autos ebnen könnte. Und jetzt kommt der coole Teil. Das ist nicht neu für Sie. Sie tüfteln schon eine Weile an Wasserstoff und sind jetzt bereit, loszulegen. Im Jahr 2015 brachte Honda ein Auto auf den Markt, das sich anfühlte, als sei es direkt aus einem Science-Fiction-Film entsprungen. Es war kein typischer Spritfresser und es ließ sich auch nicht wie ein Elektroauto anschließen. Darf ich vorstellen, der Honda Clarity Fuel Cell, ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug, das auf der Tokyo Motor Show mit großem Getöse vorgestellt wurde. Es war das erste Wasserstoffauto Japan, das man tatsächlich kaufen konnte. Und es sah nicht nur futuristisch aus, es fuhr sich auch so. Honda hat nicht einfach einen neuen Motor in ein altes Modell eingebaut. Sie haben den Clarity von Grund auf für den Betrieb mit Wasserstoff gebaut. Der Clarity verfügte über eine coole Wave-Flow-Technologie, die den Wasserstoff schneller durch die Luft schleuste und mehr Leistung herausholte, ohne einen Tropfen zu verschwenden. Die Brennstoffzellen waren winzig, aber mächtig, genau an der richtigen Stelle platziert,
und lieferten mehr Leistung als alles, was Honda je zuvor entwickelt hatte. Das Ergebnis? Ein super sauberes Auto, das mit einer Tankfüllung bis zu 360 Meilen weit fahren konnte. Damals übertraf das die meisten Elektroautos. Der Clarity verbrauchte unglaubliche 88 Meilen pro Gallone und hinterließ dabei nur einen Hauch von Wasserdampf. Leise, sanft und geräumig, der Clarity schien den Code für sauberes Fahren geknackt zu haben. Aber genau hier fielen die Räder ab. Trotz all seiner ausgefallenen Tricks hat sich der Clarity nicht so durchgesetzt, wie Honda gehofft hatte. Das Auto selbst war solide, aber die Welt um es herum war noch nicht bereit. Wasserstofftankstellen waren rar. Wenn Sie nicht in Kalifornien oder in einigen wenigen Orten in Japan leben, haben Sie viel Glück, eine Tankstelle zu finden. Autoreisen? Stressig. Niemand kauft ein Auto, bei dem er sich fragen muss, wo der nächste Tank ist. Und dann war da noch die Stimmung. Wasserstoff klang kompliziert. Vielleicht sogar ein bisschen beängstigend. Aber Elektroautos? Einfach. Einstecken. Aufladen. Losfahren. Elektroautos waren in aller Munde, Prominente fuhren damit. Regierungen verteilten Anreize. Und überall tauchten Ladestationen auf. Wasserstoffautos, wie der Clarity. Sie bekamen nicht die gleiche Liebe. Keine großen Steuererleichterungen. Kein Rummel. Keine einfachen Testfahrten. Obwohl er ein technisches Wunderwerk war, konnte der Clarity den Beliebtheitswettbewerb nicht gewinnen. Honda hat ihn zusammen mit seinen Elektro- und Plug-in-Versionen im Jahr 2021 vom Markt genommen. Aber Wasserstoff ist noch nicht vom Tisch. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Honda hat den Clarity nicht einfach mit einem Achselzucken aufgegeben. Sie haben eine Menge Weisheit mitgenommen. Die wichtigste Erkenntnis: Wasserstoff-Brennstoffzellenautos funktionieren. Die Technik war nicht das Problem. Die Welt war nur noch nicht so weit, sie zu nutzen. Also hat Honda es klug angestellt. Sie zogen sich zurück, behielten den EV-Wahn im Auge und ließen ihn sich selbst überlassen. In der Zwischenzeit tüftelten sie im Stillen weiter an Wasserstoff. Auf keinen Fall warfen sie das Handtuch. Jetzt sind sie zurück und sie haben einen Kumpel mitgebracht. General Motors. Gemeinsam haben sie sich etwas Neues ausgedacht, um die alten Probleme des Clarity zu lösen. Größere Reichweite, ausgefeiltere Technik und ein Fahrzeug, das die Leute bereits kennen und lieben. Begrüßen Sie den CR-V Wasserstoff SUV. Das ist nicht einfach nur ein Tweak. Es ist ein Comeback, das die Welt der Elektrofahrzeuge aufrütteln könnte. Das Innere des CR-V der nächsten Generation ist nicht nur eine glänzende neue Ausrüstung. Er ist eine mutige Herausforderung an den Hype um Elektrofahrzeuge. Schnallen Sie sich an. Denn jetzt wird es interessant. Honda sorgt mit einem mutigen und cleveren Schachzug für Aufsehen. Der Wasserstoff-SUV CR-V wird vorgestellt. Nachdem das Unternehmen viel aus dem Vorgängermodell Clarity gelernt hat, kehrt es mit einem Fahrzeug, das größer und besser ist und sich anfühlt wie die Honda-SUVs, die wir alle kennen und lieben, zum Wasserstoffantrieb zurück. Dieses Mal haben sie sich mit General Motors zusammengetan, um ein Auto zu entwickeln, das die Probleme der Vergangenheit behebt und den Elektrofahrzeugen ernsthaft Konkurrenz macht. Auf den ersten Blick sieht der CR-V Wasserstoff-SUV wie ein typischer familienfreundlicher Honda aus. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Unter der Haube verbirgt sich ein völlig neues Biest. Anstelle eines Benzinmotors oder einer Plug-in-Batterie wird dieser SUV ausschließlich mit Wasserstoff betrieben. Wie cool ist das denn? Im Fond finden Sie zwei superschlaue Hochdruck-Wasserstofftanks. Compact. Effizient und sicher. Unter den Sitzen verbirgt sich ein cleveres Aggregat, das für einen reibungslosen Betrieb sorgt und Geschwindigkeit und Sicherheit wie ein Profi vereint. Hier ist der Clou. Dieser CR-V muss zum Aufladen nicht an eine Steckdose angeschlossen werden. Sein Brennstoffzellensystem funktioniert wie von Zauberhand und wandelt Wasserstoff in Strom um, wenn er unterwegs ist. Wasserstoff und Sauerstoff verbinden sich in einem sauberen, kontrollierten Prozess, um sofort Energie zu erzeugen. Das Einzige, was zurückbleibt, ist reiner Wasserdampf. So sauber, dass man ihn praktisch schlucken kann. Was bedeutet das für Sie? Freiheit und Komfort. Das Tanken dauert nur 3 bis 5 Minuten, so schnell wie das Tanken eines Benzintanks. Wenn der Tank voll ist, kann der CR-V Wasserstoff-SUV genauso weit fahren wie einige der besten Elektroautos auf dem Markt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihnen mitten im Abenteuer der Saft ausgeht. Das ist ein großer Gewinn für alle Autofahrer, die ein einfaches, kompromissloses und umweltfreundliches Fahrzeug suchen. Hondas Wasserstoff SUV CR-V, mehr als nur ein Auto.
Der Wasserstoff-SUV CR-V von Honda ist nicht nur ein Fahrzeug, das Sie von A nach B bringt. Er ist vollgepackt mit Überraschungen, die ihn zu einem völlig neuen Fahrzeug machen. Einer der coolsten Tricks: er kann seine Energie teilen. Stellen Sie sich das so vor, als hätten Sie einen Notstromgenerator auf Rädern. Wenn ein Sturm Ihren Strom ausschaltet, kann der CR-V dafür sorgen, dass Ihr Haus brummt und Ihre Geräte aufgeladen sind. Es ist nicht nur ein Auto. Er ist ein Rettungsanker, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Aber keine Sorge. Honda hat für all diese futuristische Technik nicht auf Komfort verzichtet. Der CR-V hat immer noch die klassische Honda-Ausstrahlung, die jeder liebt. Elegant, geräumig und perfekt für Familien. Das Wasserstoffsystem ist geschickt versteckt, sodass Sie die gesamte umweltfreundliche Leistung nutzen können, ohne Platz für Ihre Einkäufe oder Fußballausrüstung zu verlieren. Es fühlt sich natürlich an, nicht erzwungen, als ob der Hightech-Kram schon immer dazugehören sollte. Honda geht bei der Markteinführung auch mit Bedacht vor. Sie beginnen mit Orten wie Kalifornien und Japan, wo bereits Wasserstofftankstellen in Betrieb sind. Auf diese Weise können sich die Fahrer auf den Weg machen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo sie auftanken können. Wenn weitere Stationen hinzukommen, wird der CR-V auf neue Plätze erweitert. Honda hat es nicht eilig. Sie bauen etwas auf, das mit der Zeit wachsen wird. Dieser leise, clevere Plan könnte die Dinge auf den Kopf stellen. Kein lauter Hype, nur eine solide Strategie und die richtigen Partner. Das macht diesen SUV zu einer heimtückischen Bedrohung für die Welt der Elektrofahrzeuge. Während andere an schnelleren Ladegeräten und größeren Batterien arbeiten, bietet Honda bereits sofortige Betankung, lange Fahrten und null Umweltbelastung. Alles in einer vertrauten, zuverlässigen Verpackung. Und hier ist ein wichtiger Gedanke. Wenn der CR-V Wasserstoff jetzt schon so toll ist, was passiert, when bringt Honda diese Technologie in seine gesamte Produktpalette ein? Jahrelang hatten Wasserstoffautos wie der Clarity von Honda ein großes Problem. Es gab einfach nicht genug Orte zum Tanken. Die Technik war großartig, sauber, effizient und einsatzbereit. Aber ohne Tankstellen saßen die Fahrer fest. Dieses Problem hätte den ganzen Traum vom Wasserstoff fast zum Scheitern gebracht. Aber raten Sie mal! Die Dinge ändern sich schnell. Wasserstofftankstellen tauchen überall in den USA auf. Mit Kalifornien als Vorreiter. Andere Bundesstaaten beobachten die Entwicklung aufmerksam und sind bereit zu folgen. Japan setzt voll auf Wasserstoff und macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil seines Energieplans. Deutschland baut Tankstellen für den Antrieb großer Lastwagen. Und China, der größte Automarkt der Welt, investiert Milliarden in Wasserstoff als Kraftstoff für Busse, Taxis und andere Fahrzeuge. Das ist nicht nur ein Gerücht. Es ist Realität. Die Regierungen testen Wasserstoff nicht mehr nur. Sie setzen voll auf ihn. Warum? Er ist nicht nur super sauber für Autos, sondern auch perfekt für Lkw, Busse und Nahverkehrssysteme, die schwere Lasten über lange Strecken transportieren müssen. Wasserstoff lässt sich blitzschnell auftanken, bringt sie weiter und lässt sie nicht warten, bis ein Ladegerät frei wird. Jetzt wird's spannend. Elektrofahrzeuge, EVs, sind sehr beliebt, aber ihre Systeme beginnen zu knarren. Die Stromnetze haben Probleme, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Und manchmal wird den Leuten sogar gesagt, dass sie während der Spitzenzeiten nicht laden sollen. Wir brauchen mehr Strom und wir bauen ihn nicht schnell genug. Außerdem sind Batterien für Elektroautos auf seltene Metalle wie Lithium und Kobalt angewiesen, die schwer abzubauen, wahnsinnig teuer und nicht gerade umweltfreundlich sind. Angesichts von Lieferengpässen, Recyclingproblemen und steigenden Kosten sind Elektroautos nicht mehr ganz so umweltfreundlich wie früher. Im Gegensatz zu Elektrofahrzeugen überlastet es nicht das Stromnetz und braucht keine stundenlangen Ladezeiten. Außerdem entfallen die seltenen, schwer zu beschaffenden Metalle, auf die Batterien angewiesen sind. Und jetzt kommt das Tollste daran. Man kann Wasserstoff aus Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht oder Windkraft herstellen, was als grüner Wasserstoff bezeichnet wird. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto würde nur mit Wasser und Sonnenlicht betrieben. Keine Umweltverschmutzung. Keine Belastung des Stromnetzes und keine sperrigen Batterien erforderlich. Die einzigartige Rolle des Wasserstoffs. Wasserstoff ist nicht dazu da, den Elektrofahrzeugen das Rampenlicht zu stehlen. Er bahnt sich seinen eigenen Weg. Er eignet sich perfekt für Langstrecken-Lkw, Stadtbusse und sogar für die Stromversorgung in abgelegenen Gebieten, wo elektrische Ladegeräte nicht ausreichen. Es geht nicht darum, einen Gewinner zu küren. Wasserstoff macht, was EVs nicht können. Die Welt holt auf. Und endlich gibt es auch Tankstellen.
Honda kommt mit seinem Wasserstoff-SUV CR-4 genau zur richtigen Zeit. Er kommt genau dann auf die Straße, wenn die Infrastruktur bereit ist. Die Zukunft ist nicht mehr nur ein ferner Traum. Sie ist da. Und die Straßen sind für den Verkehr freigegeben. Aber Honda bleibt nicht bei Tankstellen und umweltfreundlichen Vibes stehen. Sie träumen von weitaus Größerem und bauen Motoren für morgen. Hinter den Kulissen wird an etwas Unglaublichem gearbeitet. Dinge, die nur Honda zustande bringen kann. Honda war schon immer ein Meister der Motoren. Von flotten Mopeds bis hin zu röhrenden Rennwagen haben sie Motoren gebaut, die die Herzen höher schlagen lassen. Aber wenn sich die Welt vom Benzin verabschiedet, was bedeutet dann noch Motorleistung? Für Honda dreht sich alles um Wasserstoff. Und sie gehen damit auf die nächste Stufe. Anstatt wie alle anderen auf Batterien zu setzen, stellte Honda eine wichtige Frage. Wie können wir die Motoren weiterhin großartig und umweltfreundlich machen? Ihre Antwort? Wasserstoff-Brennstoffzellen. Das sind keine typischen elektrischen Systeme. Sie sind schnell, leichtgängig und fühlen sich an wie ein Oldtimer. Nur, dass sie super sauber sind. Kein Lärm, kein Rauch, kein Benzin. Nur Wasserdampf und sofortige, umweltfreundliche Leistung. Honda gibt die Motoren nicht auf. Sie machen sie besser als je zuvor. Sie haben sich mit General Motors zusammengetan, um das Motorengenie von Honda mit dem Elektro-Know-how von GM zu kombinieren. Gemeinsam entwickeln sie Brennstoffzellensysteme, die kleiner, schneller und viel effizienter sind. Eine ideale Kombination für den Autohimmel. Aber halt, da ist noch mehr. Honda ist auch Teil eines großen japanischen Teams mit Toyota, Subaru, Mazda und sogar Yamaha. Sie arbeiten an super sauberen Verbrennungsmotoren, die mit wilden Sachen wie Biokraftstoffen, Wasserstoff und sogar Ammoniak betrieben werden. Es geht nicht darum, Elektrofahrzeuge zu ersetzen. Es geht darum, uns mehr Wahlmöglichkeiten zu geben. Diese Motoren können an Orten eingesetzt werden, an denen Elektroautos oder Ladestationen nicht funktionieren. Sie. B. In abgelegenen Gebieten oder an Orten mit wackeligen Stromnetzen. Die Honda-Philosophie. Honda folgt nicht nur der Masse. Sie schreiben die Regeln neu, was ein Auto sein kann. Es geht immer noch um Leistung, Zuverlässigkeit und die Honda-Atmosphäre, die wir so lieben. Aber jetzt geht es um eine sauberere, hellere Zukunft. Während andere Unternehmen brandneue Autos bauen, erfindet Honda das Herzstück eines Fahrzeugs, den Motor New. Und sie teilen diese kühne Vision bereits mit einigen der weltweit führenden Unternehmen. Dies ist das nächste Kapitel von Honda. Und es wird eine aufregende Fahrt werden. Kann Hondas wasserstoffbetriebener CR-V die Elektroautos in den Schatten stellen? Also, hier ist der Buzz. Ist Hondas neuer wasserstoffbetriebener CR-V dabei, den Elektrofahrzeugen das Rampenlicht zu stehlen? EVs. Erstens, die Ladezeit. Das Aufladen eines Elektroautos kann je nach Ladegerät zwischen 30 Minuten und Stunden dauern. Der CR-V ist in nur 3 bis 5 Minuten einsatzbereit. Etwa so schnell wie ein Benzintank. Das ist nicht nur praktisch, sondern ein echter Fortschritt. Und dann ist da noch die Reichweite. Die meisten E-Fahrzeuge schaffen 200 bis 300 Meilen pro Ladung. Der Wasserstoff CR-V schafft mit einer Tankfüllung fast 400 Meilen. Auf Reisen oder an arbeitsreichen Tagen bedeuten diese zusätzlichen Kilometer weniger Stopps und weniger Stress. Reden wir nun über die Umweltfreundlichkeit. Elektrofahrzeuge produzieren keine Emissionen und bieten gleichzeitig ein großartiges Fahrgefühl. Aber der CR-V ist noch sauberer. Seine Brennstoffzelle pumpt nichts als Wasserdampf ab, sodass keine großen Batterien benötigt werden und man sich keine Gedanken über die Umweltbelastung bei der Herstellung oder Entsorgung machen muss. Honda versucht nicht, die Elektroautos zu vernichten. Aber die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Umweltfreundlichkeit des CR-V machen ihn zu einem ernsthaften Konkurrenten. Im Moment gibt es für Elektrofahrzeuge mehr Ladestationen. Und die meisten Leute können sie zu Hause aufladen. Aber Wasserstofftankstellen holen in Ländern wie Kalifornien, Japan, Deutschland und China schnell auf. Das Betanken eines CR-V mit Wasserstoff ist super schnell, in wenigen Minuten erledigt und überlastet das Stromnetz nicht, wie es bei einigen EV-Ladegeräten der Fall ist. Das ist ein großer Unterschied. Elektroautos benötigen Batterien, die aus seltenen Materialien wie Lithium und Kobalt hergestellt werden, die teuer sind und deren Abbau die Umwelt belastet. Wasserstoff-Brennstoffzellen machen all das überflüssig. Es gibt keine großen Batterien, die sich abnutzen, keine Probleme beim Abbau und keine Brandgefahr, sondern nur saubere Energie, die einfach und sicher ist. Autofahrer wollen Optionen. Elektroautos haben ihre Blütezeit hinter sich und seien wir ehrlich, sie sind cool.
Aber die Flitterwochen sind vorbei. Die Autofahrer haben in der Praxis mit Problemen zu kämpfen, lange Ladezeiten, begrenzte Reichweite, steigende Strompreise und die Angst vor der Batterie, die nie ganz verschwindet. Und genau hier wird es interessant. Während sich die Welt noch über Lithium und Ladestationen streitet, hat Honda in aller Stille etwas Gewagtes vorgestellt. Eine wasserstoffbetriebene Version seines Bestsellers CR-V. Kein Science-Fiction-Konzept, kein futuristischer Prototyp mit Flügeln. Ein echter CR-V, derselbe familienfreundliche Geländewagen, den Millionen von Menschen bereits lieben, jetzt mit einem sauberen Wasserstoffantrieb. Er sieht vertraut aus, fühlt sich vertraut an. Aber unter der Haube ist er sauberer, schneller und kühler als je zuvor. Wird Wasserstoff also die Elektroautos vollständig ersetzen? Wahrscheinlich nicht. Aber hier ist der Clou, das muss nicht sein. Selbst die Beanspruchung eines Teils des Marktes kann einen massiven Wandel auslösen. Es zwingt die Industrie zur Innovation, zum Umdenken und zu besseren Leistungen. Denn im Rennen geht es nicht mehr nur um Elektroautos. Es geht darum, wer das intelligenteste, sauberste und praktischste Fahrzeug für eine Welt bauen kann, der die Geduld ausgeht. Hondas Einstieg in die Wasserstofftechnologie ist mehr als ein cleverer Schachzug. Er ist Teil einer globalen Wende, einer neuen Ära der sauberen Mobilität. Elektrofahrzeuge waren nur der Anfang. Jetzt ist die Energiewende in vollem Gange und Wasserstoff hat gerade einen wichtigen Schuss abgegeben. Wenn Sie wissen wollen, wohin das führt, klicken Sie auf Gefällt mir, teilen Sie es mit jemandem, der immer noch glaubt, dass Elektroautos die endgültige Lösung sind. Und abonnieren Sie diesen Artikel, um mehr über Technik, Mobilität und die Zukunft zu erfahren. Auf Wiedersehen.